Приветствую, говорит Макс Вольф. «28 октября 1926 года Адольф Гитлер назначил доктора Йозефа Геббельса новым гауляйтером Берлина. Уже скоро никому неизвестный выходец из Райланда прибыл на вокзал Берлина, красной столицы Европы. На тот момент берлинская организация НСДАП имела в своем составе лишь 500 человек, и уже вскоре Геббельс исключил половину из них. Оставшимся предстояло взвалить на свои плечи небывалую по своим масштабам задачу – покорить город с населением свыше 4 миллионов человек, которые поделили между собой коммунисты и христианские демократы. Эта борьба была подробно разобрана нами в цикле документальных фильмов, посвященных доктору Геббельсу. Сегодня же мы покажем вам эпизоды того, как день рождения Геббельса, а также день рождения его берлинской ГАУ были отмечены ровно 10 лет спустя, уже в 1936. День рождения завоевателя Берлина стал предвестником 10-го дня рождения его ГАУ. Берлинские партийные формирования во главе со Старой гвардией чествовали своего лидера в борьбе за национал-социалистический Берлин факельным шествием. Десять лет назад горстка решительных национал-социалистов сплотилась вокруг своего нового гауляйтера Берлина. Под его руководством началась борьба за красную столицу Райха. Упорная и отчаянная, находясь в почти безнадежном положении, Старая гвардия одержала верх над террором правительства и большевистским недочеловечеством. Бесчисленное количество раз завоеватель Берлина обращался к своим верным последователям с исторической площадки замка в Люстгартене. Для этих берлинских старых гвардейцев сейчас возводятся дома, которые будут носить имя фонда Йозефа Геббельса. Wahrhafte nationalsozialistische Familien gründen. Und dass aus diesem Häuserblock eine wahrhaft deutsche Gesinnung hervorgehen möge. Dass hier deutsche Arbeiter wohnen, die auf fernere und fernste Generationen den entschlossenen Willen vererben, die Ehre der Nation zu verteidigen und die soziale Gerechtigkeit zum höchsten Ziel ihres Lebenskampfes zu machen. Большой митинг берлинских СА в Люстгартене. Ich bin niemals Mitglied dieser SA gewesen, aber ich glaube
jeder Berliner SA-Mann hat in diesen 10 Jahren oft und oft Gelegenheit gehabt festzustellen, dass mein Geist euer Geist war. Und so soll es auch in Zukunft bleiben. Denn der SA-Geist ist ein kämpferischer Geist. Der SA-Geist ist ein aktiver, ist ein revolutionärer, ist ein heißer und wilder Geist des Aufbaus, des Protestes gegen die Rechtlosigkeit und des Bekenntnisses zum Recht. Es gibt kein Laster und keine Sünde, die mir in den 10 Jahren, da ich nun Berliner bin, von meinen Feinden nicht vorgeworfen worden wären. Nur eins hat man mir noch nicht vorgeworfen, dass ich auf den Kopf oder auf den Mund gefallen wäre. Und trotzdem fällt es mir am heutigen Abend schwer, zu euch zu sprechen. Ich bin sonst nicht so, aber wenn man 10 Jahre gemeinsam gekämpft und gearbeitet hat, dann ist es schwer, nun darüber Worte zu machen. Es gibt im Leben der Menschen weniger Aufgaben, die es einem einzelnen Menschen erlauben, seinen Namen in die Geschichte einzuschreiben. Es kann ein großer Mensch da sein und er kann mit diesen Aufgaben nicht betraut werden. Er hat keine Chance, er kommt nicht zum Streit. Ich persönlich möchte dem Führer dafür danken, dass er mir diese Chance gegeben hat, dass er mich hat schlagen lassen und dass er in den Jahren der Krisen und der Auseinandersetzungen auch in der eigenen Partei immer unbeirrt und treu zu uns allen gestanden hat, dass er uns Richtung und Ziel gab und dass er uns mit seiner Bewegung überhaupt wieder einen Lebensinhalt zurückgegeben hat. Die alte, treue Berliner Parteigarde, grüße ich euch alle Männer und Frauen, die ihr 10 Jahre an meiner Seite gestanden habt, um für die Ideale des Führers zu kämpfen. Grüße ich euch mit meiner Stimme über die ganze Nation hinweg und sage euch, dass ihr euch um das Vaterland habt verdient gemacht. Und wie so oft in sturmbewegten Zeiten von dieser Stelle aus der Ruf für die Bewegung und für den Führer erklang, so auch heute. Die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und ihr Führer, Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Ich kann die Gefühle ermessen, die Sie heute beherrschen und bewegen. Ich selbst möchte Ihnen, wie Sie damals in dieser ersten Zeit und in den folgenden Jahren den Weg zur Partei gefunden haben, an dieser Stelle danken, aus ganzem und tiefstem Herzen danken. Nicht nur, dass Sie damals gekommen sind, sondern dass Sie treu geblieben sind, durch alle die wechselvollen Schicksale hindurch, durch alle die Zeiten, in denen Männer vielleicht hätten entmutigt werden können, dass Sie trotzdem nicht von der Bewegung gegangen sind, sondern fest und zuverlässig zu ihr hielten. Vor allem aber muss ich dann heute danken Ihnen, mein Doktor, der Sie damals vor 10 Jahren von mir eine Fahne in die Hand bekommen haben, die Sie nun in des Reiches Hauptstadt aufpflanzten und zum Banner der Nation in Berlin erhoben haben. Unser Dr. Goebbels, heil